Vorletztes Rennen in dieser sehr, sehr spannenden Saison und das auf einer neuen Strecke in Las Vegas. Auch so eine Art Highspeed-Kurs hoch. Hier fahre ich direkt mal gegen die Bande gegen. Gleich mal ein paar Schlenker hier gemacht, rechts nach links. Erstmal hier klarkommen. 11 Punkte oder 10 Punkte Rückstand haben wir, glaube ich, auf Leclerc. Das heißt, wir sind jetzt der Jäger. Wir müssen aufholen. Und ich bin gespannt, ob die Strecke mir hier ein bisschen mehr liegt als an Katar im Endeffekt. Das in Katar, das war echt so ja, eine Strecke zum Wegwerfen. Hier Las Vegas ist eigentlich gar nicht so schwer und kompliziert. Einzig hier Sektor 2 oder zwischen Sektor 1 und 2, so dieser Abschnitt hier, der hat mir auch so ein bisschen Probleme bereitet. Hier so eine enge Links-Rechts-Kombination, dann nochmal rechts, aber dann kommen ja irgendwann auch mal diese langen Geraden, auf die ich so gewartet habe und die ich so mag hier in Las Vegas. Momentan ist Sainz auf der 1. Sainz wäre natürlich auch nochmal ein guter Wingman für uns oder Hamilton oder irgendwer anders. Auf jeden Fall, dass irgendeiner dafür sorgt, dass Leclerc nicht auf die 1 fährt. So, und jetzt kommt dieser lange Abschnitt hier. Auf Platz 10 leider gefallen. Das ist, glaube ich, mit der längste Abschnitt hier im ganzen Rennkalender jetzt, da Las Vegas 9 mit dabei ist. Hier geht es mitten durch die Stadt. Hotel Plaza, rechts die ganzen Casinos, links der Fake-Eiffelturm. Also das ist schon richtig cool. Hier geht es bis auf 360 km/h rauf. Da platzt der Motor schon gefühlt auf der Hälfte der Strecke. Und dann muss man wieder runter. Und dann gibt es diese ganz enge Links-Rechts-Passage. Nochmal links. Also es ist eine sehr interessante Strecke. Lässt sich hoffentlich besser fahren als dann im Endeffekt Katar. Aber wir haben nicht so eine gute Platzierung. Platz 10 momentan. Ich hoffe, dass wir da im Rennen noch mal einiges wettmachen können. Der 9. Platz ist es am Ende. Ich bin sehr gespannt. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Russell und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Auf der einen Seite schön zu sehen, dass Leclerc auch nicht so gut gefahren ist im Blitz-Qualifying. Andererseits, wenn ich natürlich bei Norris jetzt oben irgendwo wäre, auf der 4 oder sogar auf der 5, dann hätte ich halt auch den, ja, Punktevorsprung vielleicht ein bisschen verkürzen können. Naja, wir gucken mal, wie es im Rennen läuft. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Wir müssen ganze 10 Punkte auf Leclerc aufholen. Also zumindest so viel, dass wir dann im letzten Rennen das Ding in der eigenen Hand haben. Weil dann nochmal mit einem Rückstand ins Rennen zu gehen, das ist natürlich auch sehr riskant. Also, auf geht's. Mal schauen, die ersten Meter hier ganz entscheidend. Norris, hoffentlich keine Kollision. Ja, es ist sehr eng hier. Auch sehr wenig Platz. Aber eine interessante Strecke und ich fahre die eigentlich bislang sehr gerne. Achtung, links neben mir, da war Sergio Perez. Alonso, Norris vorne. Jetzt kommt gleich eine schöne Rechtskurve. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich bremsen muss. Norris bremst jetzt schon mal. Hinter mir ist Sergio Perez. Dann halt Leclerc schon auf der 9. Das wird halt sehr riskant und sehr spannend. Vor allem, wenn wir beide uns dann duellieren. Ja, aber ich spüre schon und ich merke, das wird ein ganz schwieriger Grand Prix für uns. Weil ich die Kurven teilweise auch nicht so nehme, wie man sie halt nehmen soll. Und dann, besonders dann auf der langen Geraden, befürchte ich, werden wir eventuell dann ein bisschen Geschwindigkeitsnachteile haben. Warum auch immer. Habe ich einfach so im Gefühl drin. Die kleinen Huckel hier. Oh, enge Kurve hier, aber keine Abkürzung. Sah eigentlich voll nach Abkürzung aus. So, jetzt das allererste Mal auf dieser langen Geraden. Und Wahnsinn, ey. Las Vegas besteht einfach nur aus Lichtern. Wirklich. Das ist ein Licht an der Nacht, das ist unbeschreiblich. Achtung, Sergio Perez, der wird doch wohl nicht sich hier durchquetschen wollen, auf gar keinen Fall. Boah, das ist Wahnsinn, ey. Und dann diese hohe Geschwindigkeit, also das hat man ja in Baku auch schon, aber so lange vor allem, glaube ich, hat man es nicht in Baku. Da ist Las Vegas, was das betrifft, wirklich sehr extrem. Vorne die beiden Mercedes, die machen das wahrscheinlich unter sich aus und dann dahinter wird es sehr spannend und sehr entscheidend vor allem. Sainz, Alonso, die können natürlich auch noch mal da mitwirken. Achtung, Norris, ja, muss ich mal reinquetschen. Auch mal ein bisschen was riskieren und jetzt darf Norris gerne die anderen hinter mir aufhalten. Sainz, Alonso auf der 4 ist mir auch alles recht. Die können auch alle die schnellste Rennrundenzeit bekommen. Solange Leclerc nicht vor mir ist. Und solange er da hinten ein bisschen bearbeitet wird von all den anderen. Weil in Abu Dhabi ist da nicht mehr viel mit, ja, Rückstand wieder wettmachen. Da hast du dann nur noch ein Rennen. Achtung, nicht ans Sainz-Rad fahren, ein bisschen gedreht. Einen kleinen Schubser gegeben. Aber vorbei ohne Strafe.
Muss dann jetzt halt auch sein, so am Saisonende. Es sind jetzt noch 2 Rennen. Sainz ist auf Mediums unterwegs, nur nebenbei. Aber das ist jetzt natürlich eine entscheidende Phase, wo man dann halt auch mal die Ellbogen ausfahren muss. Auch wenn es manchmal unfair ist, aber so ist es halt nun mal. Und vorne kann ich jetzt bislang nur mit dem ERS mithalten. Oh, vorne Alonso gegen Verstappen, auch sehr, sehr interessant. Und Alonso schafft das an Verstappen vorbei. Sehr, sehr interessant, aber auch hinter mir Sainz. Leclerc dann zwischen Sergio Perez und seinem Teamkollegen. Ja, Verstappen kann sich gerade noch verteidigen. Aber das wird jetzt gleich mit DRS richtig, richtig interessant. Achtung, nicht gegen die Bande. Auch immer eine kleine Gefahr hier, sich an der Bande zu kratzen. Ja, der Alonso vorne, der versucht es vehement. 1,35 von Russell. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens 1 Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ich hoffe, ich bekomme das, damit ich mich hinten entfernen kann. Leclerc ist jetzt schon 7. Ah, hier kriegen wir auch mindestens einmal DRS. Okay, ich dachte, wir haben nur eine DRS-Zone. Jetzt versucht es natürlich Alonso, der schafft's. Erstmal vorbei, aber vielleicht können wir ja so der lachende Dritte sein. Verstappen, Alonso, das wechselt immer schön hin und her. Mal der eine, mal der andere. Achtung hier, Vorsicht. Das ist so die mit am unangenehmste Stelle für mich hier. Ihr seht schon, wie ich hier rutsche. Die Straße ist auch ein bisschen huckelig. Die ist nicht ganz eben. Das ist halt das Gefährliche dran. An so Stadtkursen. Sieht man ja in Monaco. Deswegen ist immer mit Vorsicht zu genießen. Aber Las Vegas, das ist wirklich eine schöne Strecke. Von vielen ja nicht so positiv bewertet. Nicht so positiv aufgenommen. Habe ich so gelesen in den Bewertungen und so weiter. Und auch in Videos. Dass wohl Las Vegas nicht ganz so beliebt sein soll. Aber ist Geschmackssache, ne? Die Leute, die hier gut fahren können, die mögen die Strecke wahrscheinlich. Und die halt nicht gut fahren können, die finden sie abscheulich. Ich finde sie so dazwischen. Also sie ist nicht schlecht. Wird wahrscheinlich nicht zu meinen Favorite Maps zählen, Strecken, aber man kann sie einmal fahren pro Saison. Also lieber als Monaco und Singapur, das auf jeden Fall. Jetzt kommt Sergio Perez da angerauscht. Da ist es halt auch wieder das Ding. Achtung, da hat es gekracht in der letzten Kurve. Und Perez mit einer 1,34. Wer ist da ausgeschieden? Da steht ein Alpha Tauri, oder? Ne, geht weiter. Gab nur eine kleine Kollision. Hätte auch gerne Leclerc mit dabei sein können, sage ich euch, wie es ist. Jetzt kriege ich kein DRS, dafür Perez und Leclerc. Vorne wieder Verstappen gegen Alonso. Oh, Perez, mach's nicht. Lass mich hier noch irgendwie vorbeikommen. Achtung, die Pirelli-Bande. Rechts und links. Und genau das ist jetzt natürlich die Krux da drin, vor Leclerc zu bleiben, damit ich ein paar mehr Punkte als Erbe komme und dann muss im letzten Rennen wahrscheinlich ein Wunder geschehen. Weil da müsste ich dann theoretisch 10 oder 11 Punkte aufholen oder weiß ich nicht, auf jeden Fall müsste ich dann das Rennen mindestens mal gewinnen mit schnellster Rundenzeit. So, und hier direkt auf Renntempo kommen. Natürlich attackiert jetzt Leclerc, Sainz dahinter. Der hat also immer die Unterstützung im Rücken, vorne Alonso nicht. Aber wir kommen halt leider auch nicht näher ran, das ist es halt. Und links und rechts weiterhin die große Farbbeleuchtung. Und Leclerc und der Motor, der gefühlt schon platzt. Das ist auch echt eine große Herausforderung hier für die Fahrer. Alonso gegen Perez, Achtung, vielleicht können wir ja. War dazwischen Funken. Ja, jetzt hätte ich den schon gerade gut mitnehmen können und dann bremsen die vorher. So, aber jetzt, komm, an Perez vorbei. Da muss ich jetzt eher erstmal mitbenutzen. Und ganz, ganz eng hier einlenken. Achtung, bitte nicht drehen. Das wäre echt sehr, sehr gefährlich. Wir haben es geschafft, 5. Also es ist echt sehr, sehr wenig Platz. Die Banden, die kommen einem hier auch so nahe vor. Und lasst mir den Leclerc bloß auf der 7, ey. Perez spielt jetzt einmal mit. Sorgt dafür, dass der auch da bleibt auf der 7. Achtung, Alonso vorne. Ist natürlich jetzt unser Vorteil. Wenn wir DRS kriegen, wir können näher rankommen. Aber Perez leider auch. Und ich glaube, dieses Rennen... Oh mein Gott, ey, hier rutscht du echt wie ein Weltmeister. Vielleicht werden wir es ja. Aber nicht, wenn wir so weiterhin fahren. Das beschreibt so ein bisschen unsere Saison hier, so der Las Vegas
Grand Prix. Viele Fahrer ganz eng beieinander. Uns trennt wirklich nur, oh nein, Sekunden und Zehntelsekunden. Achtung, Perez. Da dreht's mich, weil ich einmal zu spät gebremst habe. Und jetzt kommt die Ferrari-Zange. Einer links, einer rechts. Reicht mir eure Arme. Einer links, einer rechts. Achtung, können wir Leclerc hier einquetschen vielleicht? Oh, und an Sainz auch noch vorbei. Und an Perez auf einer langen Gerade. Das ist ja Wahnsinn. Achtung. Jawohl, 3 Autos auf einmal. 3 auf einen Streich. Sag ich ja, wir sind alle so eng zusammen schon die ganze Saison. Und gerade auch diese Rennmanöver hier, die Überholmanöver, auch teilweise in den Rennen sehr, sehr spektakulär. Und gerade in Las Vegas hier, hallo? Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Wenn nicht hier, wo dann? Ne? Las Vegas. Die Strecke fürs Besondere. Jetzt vor allem den anderen reinkommen in die Boxengasse wäre natürlich geil. Wird schwer jetzt nochmal mich zu verteidigen. Aber zumindest voll Leclerc, dass ich so 1, 2 Plätze zwischen ihm und mir habe. Gerne auch 3 Plätze nehme ich auch gerne, aber wird schwer. Aber ich versuche alles. Vor allem hier in dem Abschnitt. Den können sie eigentlich auch weglassen. Warum haben sie den nicht mal ein bisschen anders gemacht? Hier rutscht du wirklich. Das ist Wahnsinn. Und das liegt nicht daran, weil ich schon ein bisschen Grip verloren habe. Die lässt sich einfach so fahren. Also wirklich, das ist krass. So, auch hier bremse ich eigentlich früh genug und dann komme ich trotzdem nicht so ganz gut raus. Und jetzt habe ich halt das Problem. Ja, wobei, die kriegen kein DS. Das ist gut. Also habe ich momentan kein Problem. Die müssen sich erstmal mit sich selber beschäftigen. Und dann geht's vor allen anderen rein. Das ist Wahnsinn. Wo man hinguckt, Lichter hell und grell erleuchtet auf der Strecke. Jetzt ist Leclerc doch noch Sechster geworden. Ich kriege hier die Motten, wirklich. So, aber der Boxenstopp muss jetzt dafür umso schneller gehen. Wenn der Sergio Perez durchgereicht wird hin. Jetzt ist sogar Ocon noch an dem vorbei. Ich weiß nicht, wann man hier bremsen muss. Ne? Ich bremse jetzt einfach mal so random. So, einfach mal hier reinfahren. Ah ja, okay. So, Leclerc kommt offensichtlich auch rein. So ist es. Das müssen wir halt schnell sein. Das wird jetzt wahrscheinlich hier die Weltmeisterschaft entscheiden. Wenn wir schneller vor ihm wieder draußen sind, werden wir... Nein, jetzt warten wir... Das gibt's nicht, ey. Hinter Ocon sogar raus. Also das ist ein ganz, ganz großer Witz. Warum können wir nicht vorher rausfahren? Warum schaffen wir es nicht, einfach schneller rauszufahren? Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Ich weiß nicht. Ist mir das zu hoch, ey? Erklärt mir das mal einer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 2 Plätze jetzt hinter Leclerc. Er ist halt auch noch nicht in den Punkten, aber das wird er nach den anderen Boxenstops auf jeden Fall sein. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob das schon heute eine Weltmeisterschaftsentscheidung gibt, weil die könnte es auch geben. Also Leclerc kann auch heute Weltmeister werden. Dann ist Las Vegas leider erstmal kein gutes Pflaster für uns gewesen. Aber wir schaffen das. Komm, diese lange Gerade, die haben wir gerade schon richtig gut gemeistert. Da haben wir 3 Autos überholt. Jetzt bräuchte ich ja erstmal nur 2 Autos überholen. Aber das wäre doch schon mal immerhin etwas. So, hier gut rauskommen. Zack. Sich gerade machen. Vorsprung nach hinten haben wir. Nach vorne ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Und Leclerc kriegt halt keinen DRS. Das ist halt geil. Das könnte ihm noch wirklich, ja, teuer zu stehen. Komm, da vorne, Ocon versucht vorbei. Komm, Junge, zieh durch. Mach es. Ja, das ist gut. Zieh vorne durch. Das ist gar nicht so verkehrt. So, ich kürze mal hier ab. Ja, krieg natürlich schon die erste Verwarnung. Das war klar. Aber das nehme ich gerne hin. Solange es nur eine Verwarnung ist und es dabei bleibt, ist das völlig okay. So, und jetzt hinter Leclerc, hinter Ocon. Erste Kurve, während die anderen rauskommen. Achtung. Über den Curb drüber und wir sind 7. Leclerc ist leider 6. Und jetzt ist Ocon halt der Übeltäter, der vorne dran glauben muss. Ocon, verteidige das noch. Komm, so gut es geht. Komm, wenigstens bis zur ersten Kurve. Jetzt hätte er mich auch nochmal vorbeilassen können. Achtung, Pirelli-Banden. Also das ist mit eines der intensivsten Rennen, die ich so in dem ganzen Rennkalender jetzt hier habe. Ist wirklich sehr, sehr intensiv, sehr, sehr spannend. Das ist die Hauptsache.
Und sehr, sehr schöne und coole Überholmanöver auf jeden Fall. Und nicht mehr viel Zeit, an Leclerc ranzukommen. So, als Achtung hinter Ocon vorbei. Wieder leicht übergelappt über die Kurve. Aber es hat gerade noch gereicht, ohne dass wir eine Strafe kriegen. Ja, offensichtlich nicht. Das glaube ich nicht. Das hat er schon so oft gesagt und am Ende war es dann doch nicht. Oh, wir kommen quasi angeflogen hier an Leclerc vorbei. Den ganzen Schwung nochmal mitnehmen, den wir haben. Auf Platz 5. Achtung, Bremsen hier. Ganz rustikal, radikal. Wahnsinn. Und jetzt kommt Leclerc natürlich wieder. Ich muss hier das ERS mit benutzen. Alonso eine 1,34,327. Da kommen wir nicht mal annähernd dran. Wir sind noch in der 1,35er Zeit. Ah, nee, jetzt 1,34. Und jetzt können wir noch 4 Runden verteidigen. Ey, das ist Wahnsinn. Die direkten WM-Konkurrenten hier gegeneinander. Das wünscht sich doch die Formel 1 hier. Schnellste Rundenzeit werde ich leider nicht kriegen. Ich mache die Tür auf, aber schließe sie auch gleichzeitig wieder. Ja, ich möchte Ocon eigentlich so ein bisschen näher ranbekommen, aber wenn der Probleme hat mit seinem Auto, offensichtlich, oder angeblich, dann bringt das ja auch nichts. Ich komme auch hier nicht schneller weg und besser, also jetzt die lange Gerade wird natürlich nochmal ein Abenteuer. Formel 1 Extreme jetzt gleich, pass auf. So, mein Name ist HSPP, willkommen bei Jackass. So in dem Sinne, ach guck mal, jetzt haben wir uns ein bisschen entfernt, richtig weit sogar, 1,5, das ging schnell. Oha. Hat Leclerc vielleicht Probleme mit seinem Auto? Ich glaube nicht, dass Ocon Probleme hat, wenn Leclerc jetzt auf einmal knapp eine Sekunde hinter mir ist. Also das war gerade schon sehr überraschend. Wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen über die Kurve auch gefahren bin, ein bisschen abgekürzt habe. Aber ist ja legitim gewesen, legal. Und schon ist Leclerc quasi 2 Sekunden hinter uns. Genau das Ergebnis, was ich mir gewünscht habe. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Ja, Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 0,1 Sekunden. 0,1 Sekunden. Alles klar. 0,1 Sekunden oder was? Also der Abstand überrascht mich jetzt wirklich. Vielleicht war gerade der entscheidende Move vor der langen Geraden echt sehr, sehr Gold wert. Aber wenn ich nur einen Platz besser bin als Leclerc, habe ich auch nicht viel mehr Punkte aufgeholt. Da müsste Ocon schon nochmal vorbei oder ich muss nochmal einen Platz gewinnen, aber das werde ich halt nicht schaffen. Und auf Ocon hoffen kann ich jetzt auch nicht wirklich. Der ist Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. auch eine halbe Sekunde dahinter. Oder es muss nochmal einen Ausfall geben vorne irgendwie. Behalte den Abstand nach vorne im Auge. 3,4 Sekunden. Ich behalte alles im Auge, Junge. Guck, ich meine hier, dass ich hier so ein bisschen abgekürzt habe, dass sie hier einfach länger brauchen, um rumzukommen. So kommt mir das vor. Und dann haben wir hier 20%, die wir hier Vollgas geben müssen. Ich würde oben gerne noch einen Film gucken, nebenbei. Hier Hotel Plaza. Laufen wahrscheinlich ein paar schöne Filme hier in der Nähe. Also diese lange Gerade, die ist schon Wahnsinn hier. Das ist krass. Dann musste bremsen, ganz stark hier wieder einlenken und dann geht es nochmal auf diese lange Gerade. Auf Start und Ziel. Ich glaube, die Abstände werden erstmal hinten so bleiben. Ocon kommt halt einfach nicht näher ran. Scheint doch wohl Probleme zu haben mit seinem Auto. Und wir müssen den Abstand halten. Das ist das Beste, was wir machen können. Platz 5 nach Hause fahren. Dann haben wir vielleicht nur 8 Punkte Rückstand im letzten Rennen. Aber dann müssen wir halt gewinnen. Und Leclerc muss irgendwo weiter hinten landen. Es wird immer gerechnet, ey. In jeder Karriere bislang, in jeder Saison muss sich rechnen. Auch bei unserer Road to Glory mit Haas mussten wir auch in Abu Dhabi immer mal wieder rechnen mit unseren Kollegen. Mit unseren Weltmeisterschaftskonkurrenten. Achtung. Jetzt keine Scheiße bauen. Die letzten Runden liefen eigentlich relativ gut. Sehr konstant. Das sah auch sehr gut aus. Ocon weiter mit 2 Sekunden. Also da muss halt irgendwas sein. Schade, das ist... Ja, war unverhofft, die Hoffnung.
dass Ocon da noch irgendwas hätte machen können. Dann müssen wir das Ding jetzt halt selber in der Hand nehmen. Und das machen wir auch. Da bin ich jetzt mal ganz, ganz zuversichtlich. Auch wenn Leclerc jetzt natürlich auch nochmal pushen wird. Das ist klar. Vorne Alonso, der auch mal aufs Podium fährt. Das ist auch sehr, sehr überraschend, aber hat er sich auch verdient. Der ist die ganze Saison über lang immer oben mitgefahren eigentlich. Oder vorne mitgefahren. War eigentlich immer konstant unter den ersten 6 im Blitzqualifying. Von daher, irgendwann musste es ja mal soweit sein. Dann gewinnt vorne halt Russell. Es ist alles okay. Hauptsache ich bin vor dem Typen auf Platz 6. Auch jetzt in der vorletzten Runde, 1,36. Okay, vor dir, 4,1 Sekunden. Und der hat jetzt natürlich Sainz hinter sich. Ja, okay, der ist auch noch 2 Sekunden weg. Aber komm jetzt hier, voller Fokus. Noch 2 Runden. Das schaffen wir. Der ist weit genug weg. Aber wir müssen es gut zu Ende fahren. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und vorne Hamilton und Alonso, die wechseln jetzt öfter die Plätze wahrscheinlich als ihre Unterhosen. Das ist ja Wahnsinn. Es geht ja nur hin und her. So, Achtung, auch nicht gegen die Amazon-Bande hier, AWS. So, ein vorletztes Mal. Diese unglaublich lange Gerade. Die ist gefühlt 10 Kilometer lang. 1,7 Sekunden. Jetzt müssen wir sparen. Jetzt muss ich auch eigentlich sparen. 1,9 Sekunden, 2 Sekunden. Jetzt muss ich schon sparen, auch für die letzte Runde. Ich muss da so ein bisschen, ja, kalkulieren und auch ein bisschen spekulieren. Achtung, Ausfall. Vielleicht auch nochmal Safety Car in der letzten Runde. Wäre geil, würde mich retten. Auf Platz 5 da hinten. Nee, aber gab wohl auch nur einen Dreher. Oh, jetzt doch nicht mehr. Es wird wahrscheinlich doch Ocon sein. Der hat wahrscheinlich doch größere Probleme mit seinem Auto. Also ich schätze mal, dass er es ist. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ja, er wird halt stetig langsamer. Das muss Ocon sein. Das würde dann auch übereinstimmen mit der Info, dass er Probleme hatte mit seinem Auto. Wir haben auf jeden Fall kein Problem. Auch nicht mit Leclerc bislang. Ich glaube, auch auf der langen Geraden wird das nichts mehr werden. Ja, es ist Gasly sogar. Also doch nicht Ocon. Leclerc kann nicht mehr aufschließen. Ne, 2 Sekunden. Ich hoffe, dass wir das ins Ziel bringen. Und dann schauen wir uns die Rangliste an und dann rechnen wir. Dann können wir rechnen. Aber erstmal hier das Auto ins Ziel bringen. Bitte gerade, nicht schief. Und bitte nicht wie in Katar irgendwie im Kiesbett. So, ein letztes Mal gleich noch diese ultra lange Gerade. 5,3 Sekunden. Ja, und mehr können wir nicht tun. Mehr können wir nicht tun. Wir haben leider auch kein gutes Blitz-Qualifying gefahren. Da wäre sicherlich auch noch mal mehr drin gewesen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Aber gut, das ist jetzt egal. Russell gewinnt, Hamilton wird Zweiter vielleicht, Alonso, Verstappen und dann wie auf der 5. Leclerc leider nur Sechster. Ich hätte mir gerne den 7. gewünscht oder den 8. Nicht, dass ich jetzt hier noch in irgendwen reinfahre oder dass vorne noch einer ausfällt. So, letzten Kurven hier. Nochmal gelber Sektor. Russell gewinnt. Hamilton war 2, Alonso 3. auf dem Podium. 4 auf dem 5. Verstappen 4. Und dann ja, bleibt Leclerc leider 6. Und es wird sehr, sehr spannend im letzten Rennen in Abu Dhabi. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Kommen wir zur Auszeichnung Fahrerin oder Fahrer des Tages. Stefan Römer, wen nominierst du? Es gibt definitiv mehrere Kandidaten, aber ich denke, dass George Russell auf jeden Fall herausstach. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, das sicher auch den Fans gefallen hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Konstrukteurswertung ist, glaube ich, auch noch nicht so final entschieden. Also ich muss im letzten Rennen auf jeden Fall irgendwo, ja, 8 Punkte mehr haben als Leclerc, denn, genau, so sieht's aus. Wir haben 8 Punkte Rückstand auf Leclerc. Das heißt, wir müssen irgendwo, wie gesagt, 8 Punkte mehr haben. Das ist auch noch nicht entschieden. Ferrari jetzt auf der 1, über 600 Punkte, ey, krass. Wahnsinn. Stark auf jeden Fall, auch durch Sainz in den letzten Rennen ganz viel aufgeholt. Ja, also zum Beispiel, wenn wir gewinnen mit schnellster Rundenzeit und Leclerc wird Zweiter, dann sind wir punktgleich und dann kommt es darauf an, wer die meisten Rennen gewonnen hat. Also ich muss 8 Punkte Vorsprung haben. Leclerc darf auch Sechster werden, ich Zweiter, dann reicht das auch für den WM-Titel. Ihr seht, ganz viel Rechnerei, also für den nächsten und letzten Part auf jeden Fall wieder den Taschenrechner rausholen. Also ich glaube, abschließend kann man sagen, dass die Strecke wirklich sehr intensiv war. Wir haben viele Überholmanöver, sehr, sehr spannende Sequenzen auch. Und man muss halt, ja, einfach ständig auf der Hut sein. Also du hast nicht viel Zeit, dich mal auszuruhen. Klar, auf der langen Geraden kannst du mal ein bisschen entspannen, aber auch die war wirklich sehr, sehr intensiv. Das eine Überholmanöver, wo wir 3 Autos überholt haben, Sainz, Leclerc, wo wir da in dieser Ferrari-Zange waren, das war, auch ganz, ganz knapp. Also ich würde sie immer wieder fahren, gerne. Ich würde der Strecke, wenn ich 10 Punkte, also von 0 bis 10, eine Skala, würde ich so eine 7, 7,5 geben. Also sie war sehr intensiv. Es hat Spaß gemacht, sehr, sehr schön. Und jetzt sind wir halt, ja, nur noch 8 Punkte hinter Leclerc. Also wir haben ein bisschen was aufgeholt. Mit aktuellem Team neu verhandeln, ja, kann ich ruhig machen. Ja, einfach nur fürs Papier, mittleres Risiko. Schauen wir mal, ob sie es machen würden. Müssen sie eigentlich. Vertrag unterschreiben, jawohl, Vertrag unterschrieben. Und dann würde ich, ja, was können wir denn machen? Machen wir das hier einmal oder Social Media? Machen wir hier mal Leistungsanalyse, ist, glaube ich, wichtiger als Social Media. Social Media wächst doch von alleine irgendwann, hoffe ich. So. Dann geht's los. Rennwochenende. Das letzte Mal. Es kommt zum Showdown mal wieder in Abu Dhabi. Ja, die Weltmeisterschaft ist vorher nicht entschieden. Finde ich gut. Von daher bleibt immer noch mal ein bisschen Spannung fürs letzte Rennen. Und wir müssen irgendwo 8 Punkte aufholen. 8 Punkte Differenz. Mehr als 8 Punkte müssten zwischen uns sein. Ich schaue jetzt gleich nochmal, was wäre, wenn wir punktgleich wären mit Leclerc. Weil das ist ja auch noch eine Option, die im Raum steht. Was haben wir hier? Fahrertransfers. Piastri geht zu Williams, ersetzt dann Albon und der wiederum geht dann zu Aston Martin und Alonso hört auf, fährt diese Saison nicht mehr, also Alonso beendet hier seine Karriere. Das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, das wird auch große Auswirkungen haben. Im Regen Blitzqualifying fahren und dafür im Rennen, ja, bei Sonnenschein. Ich glaube, ich bin auch nie in Abu Dhabi bei Sonnenschein gefahren, denn war ja immer nachts oder halt irgendwie schon untergehende Sonne. Also sehr, sehr spannend. Sehr, sehr interessant. Mercedes jetzt auch auf der 1. Aston Martin. Die könnten wahrscheinlich auch die nächsten paar Saisons um den Titel mitfahren. So, jetzt schauen wir mal, wer wie viele Rennen gewonnen hat. Leclerc hat 3 Rennen gewonnen nur. Und wir haben wir auch nur 3 Rennen gewonnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir haben viel mehr gewonnen. 6 Rennen. Muss bei Leclerc auch nochmal genauer gucken. Der hat auch nur 3 Rennen gewonnen. Also, wenn wir punktgleich wären, würde ich Weltmeister werden, weil wir mehr Rennen gewonnen haben. Aber soweit will ich es gar nicht kommen lassen. Nur im äußersten Notfall. Also, der letzte Part verspricht doch Spannung pur. Lasst ein Like da, ein kostenloses Abo, aktiviert die Glocke, um dieses spannende Saisonfinale nicht zu verpassen. 8 Punkte müssen wir aufholen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.